Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, am heutigen Internationalen Engineers Day zu Ihnen zu sprechen. Von Herrn de Ville, Frau Bettkober und Herrn Botschafter Frutiger haben Sie persönliche Eindrücke aus dem weiten Feld der Ingenieurberufe erhalten. Ich möchte nun die Thematik des heutigen Tages in einen größeren Kontext stellen, nämlich in den der Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik des Bundes. Dabei werde ich gerne Bezüge zur Ingenieurzukunft, zur Nachwuchsförderung im MINT-Bereich oder zur nachhaltigen Entwicklung herstellen. Mit Stolz dürfen wir sagen, die Schweiz befindet sich in Sachen Bildung, Forschung und Innovation in einer bemerkenswert guten Ausgangslage. Beinahe egal, welchen Indikator wir zur internationalen Leistungsmessung im sogenannten BFI-Bereich heranziehen, unser Land befindet sich, wenn nicht ganz zuoberst, dann sicher in der Spitzengruppe. Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen. Das World Talent Ranking evaluiert die Fähigkeit von 63 Ländern, qualifizierte Fachkräfte auszubilden, anzuziehen und zu halten. Die Schweiz belegte im vergangenen Jahr bereits zum 4. Mal den 1. Platz. Solche Studien sind natürlich mit der gebotenen Distanz zu lesen und zu genießen. Aber sie geben durchaus nützliche Hinweise auf ein Umfeld, in welchem augenscheinlich vieles stimmt. Das World Talent Ranking nennt für die hervorragende Platzierung der Schweiz, verkürzt gesagt, 2 Gründe. Erstens das hochwertige Bildungssystem, sowohl hinsichtlich Hochschulstudium wie auch Berufslehre erhält die Schweiz Bestnoten. Zweitens die hohe Attraktivität für ausländische Arbeitskräfte, die insbesondere durch die Faktoren Lebensqualität und Entlöhnung zustande kommt. Beispiele, welche die internationale Spitzenposition der Schweiz im BFI-Bereich belegen, gäbe es viele. Ich verzichte aber darauf, hier an dieser Stelle noch weitere anzufügen. Vielmehr möchte ich darauf eingehen, wie wir es anstellen wollen, damit solche höchst erfreulichen Noten auch in Zukunft erhalten werden können. In den kommenden Jahren haben wir mit der BFI-Botschaft 2021 bis 2024 die Grundlagen gelegt für die BFI-Politik der nächsten Jahre. Ziel unserer BFI-Politik ist es, mit gesamtsystemischer Sicht den vielfältigen Akteuren im BFI-Bereich auch künftig möglichst ideale Rahmenbedingungen für ihr Tun und Handeln bereitzustellen. Hierzu setzt der Bund auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kantonen, der Privatwirtschaft, den Hochschulen, den Verbundpartnern, der Berufsbildung und vielen weiteren Akteuren. Auch selbstverständlich über die Landesgrenzen hinaus. Es ist mir ein Anliegen zu betonen, der Erfolg des BFI-Systems gründet sowohl auf der hohen Autonomie und dem Engagement der einzelnen Partner und Interessensgruppen als auch auf dem kohärenten und komplementären Zusammenspiel aller Beteiligten. Und mit Engagement meine ich durchaus auch das finanzielle Engagement. Die Kantone und die Privatwirtschaft tragen den weit größten Teil der gesamtschweizerischen BFI-Kosten. Der Bund kofinanziert die Berufsbildung und die kantonalen Hochschulen. Er führt den erfolgreichen ETH-Bereich und er ist wichtigster öffentlicher Förderer der Forschung auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene. Er hat seine primäre Rolle aber in der eines Enablers. Als solcher hat er den Anspruch, für die Akteure möglichst gute politische Rahmenbedingungen zu schaffen. Die, denken wir an das drängende EU-Dossier, über den BFI-Bereich hinausgehen. Sehr geehrte Damen und Herren, mit Beginn dieses Jahres hat für uns eine neue 4-jährige Förderperiode begonnen. Für die Jahre 2021 bis 2024 haben die eidgenössischen Räte gut 28 Milliarden Franken gesprochen, also rund 7 Milliarden Franken pro Jahr. Damit ist die BFI-Politik eine Priorität im politischen Handeln auf Bundesebene.
Als Leitsatz dient uns in diesen 4 Jahren das Ziel, die Schweiz bleibt führend in Bildung, Forschung und Innovation und nutzt die Chancen der Digitalisierung. Für die Jahre 2021 bis 2024 hat der Bundesrat 3 Themen definiert, denen über alle Förderbereiche hinweg besondere Beachtung geschenkt wird. Es sind dies die Digitalisierung, die nachhaltige Entwicklung und die Chancengerechtigkeit. Ich bin überzeugt, es ist richtig und wichtig, hier Schwerpunkte zu legen. Wir wollen unser Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystem zukunftsgerichtet weiterentwickeln. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Herausforderungen proaktiv angehen. Ich möchte Ihnen unsere bundesseitige Überlegungen und Maßnahmen zu 2 dieser Themen darlegen. Erstens die nachhaltige Entwicklung, und hier kann ich auch anknüpfen an die Frage, die Botschafter Früttiger gestellt wurde. Mit der BFI-Politik will der Bund einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der UNO sowie zur Agenda 2030 des Bundes leisten. Ich gebe Ihnen hierzu ein Beispiel aus der Berufsbildung. Unser Staatssekretariat hat in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Partnern die Orientierungshilfe Nachhaltige Entwicklung erarbeitet. Diese dient den Trägerschaften der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung als Hilfsmittel in der Berufsentwicklung. Das Ziel ist es, alle Berufsqualifikationen optimal auf das Erfordernis einer nachhaltigen Entwicklung auszurichten. Zweitens, Chancengerechtigkeit. Im Rahmen seiner BFI-Politik trägt der Bund dazu bei, dass Individuen ihr Begabungspotenzial vollständig entfalten können und Benachteiligungen verringert werden. Dadurch leistet er zudem einen wichtigen Beitrag zur besseren Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzials, was sehr wichtig ist, gerade auch im Ingenieurbereich. Ich möchte Ihnen ein Beispiel betreffend Chancengleichheit von Mann und Frau geben. Denn auch der Ingenieurberuf steht vor der Herausforderung, den Frauenanteil langfristig zu erhöhen und damit gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften, SATW, die vom Bund mandatiert und finanziert wird, hat diverse Studien zur Selbstkompetenz von Mädchen in puncto Technik durchgeführt. Daraus resultiert der MINT-Nachwuchsbarometer. Ebenfalls hat die SATW das Mentoring-Programm Swiss Tech Ladies lanciert. Ziel ist es, bei Jugendlichen das Interesse für MINT-Disziplinen zu wecken und insbesondere technisch begabte Mädchen gezielt zu fördern. MINT und Nachwuchsförderung sind Themen, die auch Sie beschäftigen. Ich kann Ihnen versichern, seitens Bund unterstützen wir unsere Partner dabei, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. So hat beispielsweise der Verbund der Akademien Schweiz in der Förderperiode 21 bis 24 die Aufgabe, Nachwuchsförderung im MINT-Bereich zu betreiben. Dazu gehören Motivierungs- und Sensibilisierungsaktivitäten für Jugendliche, ebenso wie schulergänzende Angebote oder die Vernetzung der Akteure. Auch die Schweizer Hochschulen legen für die Jahre 2021 bis 2024 einen Schwerpunkt auf die Förderung des Nachwuchses in den Bereichen mit Fachkräftemangel, Humanmedizin, MINT, Gesundheit. Im MINT-Bereich zielen die Maßnahmen auf eine Erhöhung der Anzahl Studienabschlüsse und des Frauenanteils. Letzteres beispielsweise durch den Ausbau von Teilzeit- und berufsbegleitenden Studiengängen. Einen wichtigen Grundsatz der BFI-Politik möchte ich mit Blick auf die Ingenieurzukunft speziell vertiefen. Und zwar die optimale Passung zwischen Bildung und Arbeitsmarkt. Das stark auf die Berufsbildung abgestützte Schweizer Bildungssystem zeichnet sich dadurch aus, dass es für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Individuen und der Arbeitswelt entsprechende Angebote zur Verfügung stellt. Ein Berufsbildungsabschluss attestiert Berufs- und Arbeitsmarktfähigkeit.
Dies ist mit ein Grund für die im internationalen Vergleich tiefe Arbeitslosenquote in der Schweiz, insbesondere eben bei Jugendlichen. Ebenso bereiten die Fachhochschulen in der Regel auf einen berufsqualifizierenden Abschluss vor. Durch die engen Verbindungen mit dem Arbeitsmarkt ist sichergestellt, dass die Absolventinnen und Absolventen über zeitgemäße Kompetenzen verfügen. Dadurch steht den Unternehmen ein Mix aus qualifizierten Fachkräften mit unterschiedlichen Profilen zur Verfügung. Zu diesem Mix tragen natürlich auch die Absolventinnen und Absolventen der ETHs und der universitären Hochschulen bei. Der Bund setzt sich im Rahmen seiner Kompetenz für optimale Übergänge zwischen den verschiedenen Bildungsstufen sowie auch horizontal entsprechend ein. Die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems ist ein wesentlicher Teil unseres Erfolgs. Es soll uns damit weiterhin gelingen, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, und dafür sind wir auf unsere Partner angewiesen. Das Engagement der großen, mittleren und kleinen Unternehmen und der Berufsverbände in der Berufs- und Weiterbildung ist essentiell, damit wir weiterhin Fachkräfte in genügender Anzahl auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen können, dass eben Angebot und Nachfrage möglichst gut zusammenpassen. Wir haben in der Schweiz das große Privileg, frei entscheiden zu können, in welchem Beruf wir unsere Stärken und unser Können entfalten möchten. Gleichzeitig ist ein eingeschlagener Weg keine Einbahnstraße. Das wissen wohl möglich einige von Ihnen, die auch einen Werdegang haben, der eben über Umwege zum Ingenieurabschluss und zur Ingenieurtätigkeit geführt hat. Solche Freiräume und die dafür notwendigen Voraussetzungen für Institutionen ebenso wie für die Individuen zu schaffen, dies ist das Ziel der BFI-Politik des Bundes. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass diese Freiräume genutzt werden dürfen und sollen. Neue Ansätze zu entwickeln, um mit aktuellen Herausforderungen umzugehen, ist eine Aufgabe, die bottom-up durch die BFI-Akteure selber zu erfolgen hat. Sehr geehrte Damen und Herren, mit einem gemeinsamen Engagement tragen wir unserem erfolgreichen Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystem heute und in Zukunft Sorge. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, noch allfällige Fragen zu beantworten. Ja, Frau Hirayama, Sie haben viel über die Swissness und die Schweizer Innovation im Bildungs- und Forschungsbereich gesprochen. Die Frage ist, kann die Schweiz überhaupt noch im globalen Forschungs- und Bildungsmarkt mithalten? Und wenn ja, was ist Ihr USP? Also ich glaube, man muss hier gut die Vielfalt unseres Bildungssystems anschauen. 2/3 der jungen Leute in der Schweiz entscheiden sich in einer Berufsbildung ihre Karriere zu starten. Und dort ist ein ganz wesentliches Element der Praxisanteil, die Praxisausbildung in den Unternehmen. Hier gibt es keine internationalen Angebote, die hier entsprechend kompetitiv werden. Aber was wir unbedingt tun müssen in diesem Bereich, wir müssen den internationalen Austausch fördern, dass die jungen Menschen in der Berufsbildung auch mal ein halbes Jahr ins Ausland gehen können und in einem Unternehmen und einer Schule vor Ort entsprechend Erfahrung sammeln können. Hier gibt es schon einige Möglichkeiten, aber doch noch deutliches Potenzial, das zu intensivieren. Im Hochschulbereich ist es selbstverständlich anders. Dort gibt es viele internationale Angebote, gerade auch im Distance Learning. Und wir sehen ja jetzt in den Zeiten von Covid-19, dass auch unsere in der Schweiz immatrikulierten Studierenden in der Regel leider noch hauptsächlich aus Distanz lernen müssen, aber auch das wird sich sicher wieder ändern. Ich denke, es ist gut, dass wir diesen internationalen Wettbewerb haben
Und das spornt auch unsere Akteure an. Aber wir sind auch hier im Hochschulbereich sehr gut aufgestellt und haben einen guten Weg, wie unsere Hochschulen auch Forschung und Lehre miteinander verbinden, was ein ganz wichtiges Element ist, weil die Lehre im Hochschulbereich profitiert ganz wesentlich von der erstklassigen Forschungsaktivität, die in der Schweiz möglich ist. Also das duale Bildungssystem als USP, aber dort sollte man noch ein bisschen die internationale Ausrichtung fördern, so wie an den Hochschulen auch. Danke. Dann haben Sie auch davon gesprochen, dass es 3 Schwerpunkte gibt, die nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung und Chancengerechtigkeit seitens des SBFI. Haben die Studien erwähnt, die MINT-Nachwuchsförderungsprogramme für Mädchen seitens der SATW, glaube ich. Hier 2 kleine Fragen, die zusammenhängen. Reicht so ein Nachwuchsförderungsprogramm und ist ein Programm für Jugendliche nicht ein bisschen spät, um die Mädchen für MINT-Themen zu begeistern? Also die Initiativen setzen sehr früh an, weil man eben in Studien festgestellt hat, dass die Begeisterung für den MINT-Bereich in sehr jungen Jahren, zum Teil schon eben vor der Schule geweckt wird, aber dann ganz sicher während der obligatorischen Schule. Und das reicht nicht, wenn man bei der Berufswahl oder der Studienwahl erst zeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Also man versucht hier viel zu machen. Man sieht auch, dass das Ganze erfolgreich ist. Also der Anteil MINT-Studierender ist überproportional gewachsen in den letzten Jahren. Aber nein, es reicht nicht. Wir müssen hier noch einiges tun. Aber vor allem braucht es, denke ich, auch eine Veränderung in der Gesellschaft, eine Valorisierung eben auch dieser MINT-Berufe und der Aktivitäten im MINT-Bereich und eine Selbstverständlichkeit, dass auch Frauen sich für MINT-Berufe entscheiden. Und wenn man ins Ausland schaut, dann sieht man, dass das nicht überall so ist wie bei uns in der Schweiz. Und es hat eben sehr viel auch mit gesellschaftlicher Verankerung zu tun. Und gesellschaftliche Verankerung, das erreicht man nicht über Nacht, das braucht auch Zeit. Ich denke, wir haben uns auf einen guten Weg gemacht, den es aber noch ein ganzes Stück gemeinsam zu gehen gilt.